Ars Electronica Center Home Delivery vom Upper Deck. Vielleicht die Erklärung kommt aus der Schiffssprache und das ganze Museum soll ein bisschen ausschauen wie ein Containerschiff. Also haben auch die einzelnen Bereiche Namen, die so aus der Schiffssprache entlehnt sind. Im Upper Deck gibt es ein besonderes Kammerl, wenn man so will. Das sind unsere Stadtbienen, Original Ars Electronica Bienchen, fleißige Bienchen, die da unterwegs sind. Ihr habt ja bestimmt einmal gehört, wann Bienen tot, 6 Jahre später Menschen tot. Also da möchte man auch auf künstlerische Art und Weise darauf aufmerksam machen, dass Bienen ganz wichtig sind. Kann man sich ja Original Ars Electronica Honig käuflich erwerben. Und für uns ist das der Ausgangspunkt für eine Reise, die uns noch viel weiter hineinführt in die Zusammenhänge, vielleicht ganz grob. Es geht dann im späteren Verlauf um die kosmische Hintergrundstrahlung. Und so ähnlich wie bei den Bienen, wo ein einzelnes Element einen ganz großen Einfluss auf das gesamte Ökosystem hat, gibt es da vielleicht auch noch Geheimnisse, die wir im Zusammenhang mit dem Universum lüften können. Da teleportieren wir uns jetzt einfach hinein in den Deep Space. Echtes Teleportieren wird wohl noch eine Weile dauern. Ich habe es vorher bei den Bienen erzählt, dass es im späteren Verlauf um die kosmische Hintergrundstrahlung gehen wird. Das heißt, wir sehen das gesamte derzeit bekannte Universum, darin befinden sich auch die Bienen und auch wir. Und das führt uns dann hoffentlich analog zur verrücktesten Theorie, die bis jetzt zum wissenschaftlichen Sinn des Lebens gehört hat, die da folgt. Und zwar, dieser Theorie zufolge hat uns das Universum, wie sollte man sagen, vorsätzlich ausgestattet mit Neugierde. Wissen wir evolutionär, dass das ganz wichtig ist, dass wir so anpassen können an verschiedene Situationen. Mittlerweile allerdings können wir uns dafür interessieren, wie weit weg Galaxien sind und wie das Universum im Kleinen zusammengebaut ist. Das heißt, diese Theorie unterstellt, dass so ähnlich wie in der Nuss drin schon alles vorhanden ist, was die Nuss braucht, um ein Nussbaum zu werden, später auch ohne intellektuelle Überlegungen. Da bei uns diese Neugierde grundgelegt ist, unterstellt diese Theorie, dass das vielleicht einen Sinn hat, dass wir das sein können, neugierig, dass wir nämlich vielleicht auch irgendwann hinwollen zu diesen weit entfernten Galaxien. Und nach dem ersten oder zweiten Energieerhaltungssatz geht im Universum nichts an Energie verloren, sondern wird nur transformiert. Das heißt, auf dem Weg zu diesen weit entfernten Galaxien wird man unter Umständen so viel Energie transformieren, damit das Universum später dann wieder die Chance hat, sich zusammenzuziehen. Das heißt, das Universum hat sich womöglich uns nur ausgedacht, damit wir ihm später dabei helfen, sich wieder zusammenziehen zu können.